Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe wieder tolle neue Formen von upart-resin.de. Diesmal die ganz schlichten Runden und die möchte ich heute doch direkt einmal testen. Ich hatte ja diesen Campino Bonbon Coaster gemacht, so nenne ich ihn. Da habe ich sehr lange gewartet, das Harz, da war keine Bewegung mehr drin, deswegen ist das Muster so schön geblieben. Aber ich wollte das Ganze doch nochmal ausprobieren und nochmal eine Blume kreieren. Habe mir da einmal B20 angerührt. Und das B20 wird jetzt langsam warm. Das ist ungefähr eine halbe Stunde jetzt im Becher. Habe mir meine Becherchen und alles schon bereitgelegt. Ein bisschen Glitzer. Ich habe so grünen Glitzer, Bastelglitzer genommen. Und ja, 2 Becher mit den Spritztüten wieder. Ja, und jetzt mischen wir erstmal ein bisschen Farbe an. Ich habe gerade mir noch mal meine Waage dazu genommen, weil wir müssen ja die Farben noch abwiegen. Ich mache ja meistens immer 10 Gramm für so einen Spritzbeutel. Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu viel, es bleibt immer was über, aber auch um die Farben besser dosieren zu können, ist so eine Menge gar nicht mal schlecht, wenn man es irgendwo immer gleich macht. Ja, einmal noch Temperatur gemessen. Ich meine, zu dem Zeitpunkt, das war jetzt wie gesagt etwas eine halbe Stunde oder etwas über eine halbe Stunde, lagen wir jetzt bei 35 Grad ungefähr. Oder nee, ich glaube, wir waren mittlerweile schon bei 40 Minuten. Das ist fürs B20 noch nicht lang genug. Also das B20 kann ruhig noch ein bisschen stehen. Aber ich habe gedacht, ich fange jetzt einfach mal an und probiere mal, was es dann für ein Ergebnis gibt, wenn man ungefähr bei 50 Minuten die Blütenblätter quasi gießt. Ich hatte das ja sonst bei locker 60 Minuten gemacht, jetzt bei 50. Also mischen wir 10 Gramm jeweils klares Harz ab. Den Rest packe ich schon in die Form und ja, dann geht es gleich weiter mit den Farben. So, jetzt legen wir erstmal los und mischen uns die weiße Farbe an. Ich habe in einem Video mal gesehen, dass dieses Casting Craft total toll sein soll. Ich bin ja immer noch auf der Suche nach den perfekten Farben und perfekte Mischung und dem perfekten Zeitpunkt. Ich habe mir also dieses Casting Craft besorgt und nehme 2 Tropfen. Das ist relativ schwierig zu dosieren. Wenn ich irgendwann den perfekten Zeitpunkt weiß, lasse ich euch wissen und dann probieren wir auch alle möglichen Weißtöne nochmal durch, um auszuprobieren, ob die alle sich gleich verhalten oder ob es Unterschiede gibt. Um die Farbe nicht ganz so schwer zu machen, mache ich von Dipon Alkohol Ink in Weiß dazu, 2 Tropfen. Das Ganze vermischen wir. Die Alkoholfarbe oder auch purer Alkohol sorgt einfach dafür, A, wird das Harz wieder ein bisschen flüssiger und B, wird es etwas leichter. Ihr habt vielleicht schon mal diese Alkohol-Ink-Techniken ausprobiert. Die Farben schwimmen beim Harz immer oben auf, also es macht die Farbe leichter. Da mir das Ganze noch nicht weiß genug war, habe ich noch einen Tropfen hinzugegeben, einfach um das Ganze deckender weiß zu kriegen. Ich wollte ja irgendwie so eine tolle Blüte hinkriegen, wo das Weiß so schön nach innen läuft. Deswegen dachte ich, ich mache es noch ein bisschen weißer. Für die zweite Farbe nehme ich von Dipon die Farbpaste in Oxid Red. Das ist, man sieht es in der Kamera, glaube ich, nicht ganz so gut. Das ist ein ganz dunkles Rot, eher so, naja, Oxid Red, wie der Name es sagt, oxidiertes Rot. Also hat so einen ganz leichten Brauntouch. Das ist schwer zu beschreiben, weil wenn ich jetzt sage Brauntouch, denkt ihr an so ein Rostrot. Das ist es nicht. Aber es ist ein schönes, dunkles Rot, nicht so knallig. Und ich dachte, das könnte vielleicht wirklich ganz gut aussehen in Kombination mit dem Weiß. Die Farben, wenn die ankommen, die Pigmente setzen sich immer unten ab, weil die schwer sind. Also rührt eure Farben immer gut durch, bevor ihr sie benutzt, damit ihr wirklich die Flüssigkeit mit den Farbpigmenten gut vermischt habt. Und ich nehme dort jetzt einfach mal so eine kleine Spitze, beziehungsweise Tropfen. Das werden jetzt um die, ja, 2 Tropfen sein, plus den Rest, den ich irgendwie noch am Stäbchen habe. Ich streiche das zwar ab, aber es bleibt ja immer was an den Holzstäbchen über. Ja, und das mischen wir da noch mit rein. Auch hier gebe ich ein bisschen Alkoholink dazu, und zwar von Dipon Alkoholink in Apple Red. Auch da 2 Tropfen, um das Ganze noch ein bisschen roter hinzukriegen und wie gesagt auch hier wieder etwas leichter.
Was ihr gleich auch sehen werdet, ist, die Farben werden um einiges flüssiger, wenn man Alkohol mit dazu gibt. Am besten ist es, ihr wartet wirklich immer so lange, bis das Harz etwas angedickt ist, damit ihr diese Blütenblätter machen könnt. Aber das seht ihr gleich, was ich meine. Zuerst mischen wir noch den Bastelglitzer, den habe ich vom Teddy. In diesem Grün, den gibt es auch noch in Rosa und in Orange und in Blau. Den mischen wir jetzt erstmal ein bisschen mit Harz durch und verteilen ihn auf die Mitte. Ich mache die Glitzerblobs in der Mitte nicht zu dick. Ich mag das nicht ganz so gerne, wenn die so wahnsinnig dominant sind und sich verteilen. Deswegen kleiner, schöner Klecks in die Mitte. Und das sinkt eh noch zu Boden. Also dieser Glitzer sinkt ja meistens und verteilt sich dort auch noch ein bisschen. Ich habe wieder meine Spritztüten mir zurechtgelegt. Ich habe ja das waren 3 verschiedene Größen bei Amazon günstig bestellt. Ich nehme jetzt immer die kleinste Größe, davon habe ich noch ein paar. Leg mir oder pack mir die immer in so einen kleinen leeren Becher mit rein und ihr seht schon, wie das Harz läuft. Also ich befürchte fast, ein Tropfen Alkohol Ink hätte wahrscheinlich gereicht. Ich habe mir das Harz ein bisschen sehr verflüssigt damit. Ja, und noch so als Hinweis, also ich werde es beim nächsten Mal auch ausprobieren. Ich hatte ja gesagt, ich möchte bei 50 Minuten ungefähr die Blütenblätter machen. Beim B20, ich werde das nächste Mal 55 Minuten probieren. Bei 60 Minuten ist oftmals dieser Punkt gekommen, wo das Harz nicht mehr sehr viel Bewegung hat. Das heißt, diese Blütenblätter blühen nicht, sondern die bleiben so, wie dieser Campino Coaster. Bei 50 Minuten ist mir das Ganze aber doch noch einen Tacken zu flüssig. Aber nichtsdestotrotz, das Ergebnis zum Schluss hat auf jeden Fall was. Aber ihr seht hier an der roten Farbe, wie die läuft. Also die ist noch extrem flüssig. So, ich drösel mir das Ganze jetzt so ein bisschen zurecht, drücke die Farbe was nach unten, drehe das oben schön zusammen. Das ist jetzt außerhalb der Kamera, es tut mir leid. Aber naja gut, beim nächsten Mal mache ich arbeite noch an der Kameraeinstellung. So, ich parke die noch mal etwas zwischen, mache das Rote noch gerade fertig. Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon vorbereitet zum Blütenblätter machen. Ich fühle zwischendurch auch immer ein bisschen die Temperatur. Das Harz in diesen Spritzbeuteln ist noch nicht warm. Also wenn das anfängt heiß zu werden, dann ist Eile geboten, weil dann fängt es wirklich an sich zu setzen und wird auch sehr zähflüssig. Aber warm sollte es schon sein. Das war wirklich noch kalt. Ich mache es jetzt trotzdem. Ich habe gedacht, komm, wir probieren es einfach mal. Wir sind ungefähr bei dem Zeitpunkt 50 Minuten angekommen. Und ich habe gedacht, wir versuchen es. Wenn es schief geht, ist es wieder ein Punkt mehr auf der Liste, wo man weiß, okay, so macht man es nicht. Es ist ja doch immer ein wahnsinniges Ausprobieren, welches der richtige Zeitpunkt ist. Und es ist immer abhängig von den Faktoren Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit. Das verändert sich natürlich ständig. Das heißt, auch wenn es einmal super gut geklappt hat, heißt es nicht, dass es beim nächsten Mal auch so klappt. Hier habt ihr gesehen, die Farbe kommt schon rausgeschossen so ein bisschen. Ist noch sehr flüssig. Das Loch mache ich übrigens diesmal nicht ganz so klein. Ich mache normalerweise immer nur vorne eine wirklich kleine Öffnung rein, möchte aber es mal etwas größer machen, um auszuprobieren, ob dann die Blüte einfach mehr Möglichkeiten hat, aufzublühen. So.
Hier gehe ich mit dem Stäbchen noch mal kurz am Rand entlang. Es setzen sich unheimlich gerne Luftblasen in dieser Ecke fest. Deswegen einfach mit einem, ich habe hier diese Metallstäbchen, ne? Ihr seht das mit der runden Spitze unten, damit einmal durch. Macht es nicht mit dem Zahnstocher, damit verkratzt ihr euch die Form. Und einmal mit einem Feuerzeug. Ich habe mir angewöhnt, wenn Bläschen sind, gehe ich mit dem Feuerzeug dran und nicht mit dem Bunsenbrenner, nicht zu viel Hitze. Und jetzt können wir auch schon anfangen, die Blütenblätter zu gießen. Guckt einfach zu, das Rot, also das Weiß geht, aber das Rot, das werdet ihr gleich sehen, das Rot läuft nur so. Ich versuche wirklich die Schicht so weit nach außen zu machen wie möglich. Das Harz bewegt sich ja tendenziell von außen nach innen. Das heißt, wenn ich jetzt bei der weißen Schicht aufhören würde und das Harz bewegt sich noch nach innen, ist die Lücke außen immer sehr, sehr groß. Deswegen mache ich wirklich eine Schicht nah am Rand. Und hier gehe ich noch einmal mit dem Stäbchen wieder durch. Dort, wo diese Ecken sind, gibt es ganz, ganz leicht Blobs. Da sinkt die Farbe wirklich nach unten. Deswegen mache ich das mit dem Stäbchen nochmal, um diese Blobs zu verhindern. Allerdings, hier könnt ihr super gut sehen, wie flüssig mein Harz noch ist. Das ist im Grunde genommen noch viel zu weich. Ihr seht, dass ich diese Blumenblätter in der Mitte komplett damit verschiebe. Da hätte ich tatsächlich das Harz locker noch 10 Minuten stehen lassen können, damit das Ganze ein bisschen andickt. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ihr werdet gleich das Ergebnis sehen.
So, die Blütenblätter sind fertig und ich gehe jetzt einmal mit dem Heißluftföhn. Nicht zu heiß, keine große Stufe, einmal nur von außen nach innen, um dem Harz noch ein bisschen Bewegung zu geben, damit diese Blütenblätter einfach sich verändern. Sonst bleiben die wirklich so, wie sie sind. Das wollen wir ja nicht. Deswegen einmal kurz mit dem Föhn angeschubst. Allerdings auch hier, das Harz war ja noch sehr flüssig, habe ich euch ja schon erzählt. Mit dem Föhn wärmt man es natürlich auf und damit ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass das Harz wieder so flüssig wird, dass die Farbe euch einfach durch den Coaster auf den Boden sinkt. Deswegen seid hier mit Hitze sehr vorsichtig. Ich habe es, glaube ich, ein bisschen übertrieben wieder. Man muss dem Harz auch einfach mal ein bisschen Zeit geben, aber ich bin ja so ein wahnsinnig ungeduldiger Mensch. Naja gut, aber man lernt ja draus. Hier seht ihr das Ganze direkt nach dem Gießen. Da sah es noch gut aus. Nein, Spaß beiseite. Ich habe das Ganze beim Ausformen gefilmt und die Kamera lief nicht, deswegen kriegt ihr hier das fertige Ergebnis. Hat ein bisschen was von einer Pfingstrose. Es sind nicht die Blütenblätter, die ich haben wollte, aber ich finde das Ergebnis trotzdem irgendwie total cool geworden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video und hinterlasst mir gerne ein Abo und einen Daumen hoch. Bis dann. Tschüss.